Wir sehen ja, die USA möchte diesen Stablecoin-Weg gehen, die EU eben nicht. Die USA ist jetzt eben mehr für die freie Wirtschaft, wo hier Privatanbieter etwas übernehmen als Funktion. Die EU ist eine Planwirtschaft. Und damit ist eben ein digitaler Euro auch ein ideales Instrument für die EU-Planwirtschaft und die Kontrolle darüber. Es tut sich einiges an der Finanz- und Währungsfront, denn Donald Trump verhindert den digitalen Dollar. Ja, wir haben ja schon immer wieder darüber berichtet und es tut sich einiges und ich freue mich sehr über das heutige Update. Ja, und wir leben ja auch wiederum in Europa. Das heißt, kommt jetzt der digitale Kontroll-Euro. Das heißt, wo einige oder wenige Instanzen unglaubliche Macht über die Bevölkerung haben, wer an Geld rankommt, wer nicht und Co. Also, ja, was passiert dort draußen? Was bedeutet das für Europa, Deutschland und vor allem natürlich für dein Leben? Und ich freue mich, dass wir einen Währungsinsider auch heute wieder zu Gast haben. Ich spreche von Jürgen Wechsler, den wir regelmäßig zu Gast mit dabei haben, mit tollen, spannenden Updates und das wird definitiv eines werden. Das weiß ich bereits jetzt, auch vor dem Interview bereits. Wenn du Jürgen Wechsler noch nicht kennst, er hat viele Jahre als Führungskraft und Investmentbanker gearbeitet im Währungsbereich. Das ist das, womit er sich jeden Tag beschäftigt und uns auch Insights reingibt, auch in dieses Interview, und zwar von Dingen, die wir in der normalen Presse so nicht mitbekommen. Ja, weil es vielleicht nicht hören sollen oder weil sie es eigentlich selber auch gar nicht besser wissen. Von dem her, ich freue mich sehr drauf, Jürgen, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, herzlichen Dank, Thorsten. Freue mich auch wieder da zu sein und vor allem, dass wir Update machen können zum digitalen Euro, was ja viele Menschen betrifft. Genau, weil du beschreibst ja auch, und zwar Trump hat sozusagen den digitalen Dollar den Garaus gemacht, denn er hat eine Verordnung erlassen, ja, dass es keinen Dollar CBDC, also digitale Zentralbankwährung gibt, was ja ein großes Kontrollinstrument werden könnte, was ja Kritiker dort draußen sagen. Also erstmal, was ist hier passiert und worum geht es bei dieser Verordnung? Ja, Donald Trump hat sehr schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Also kurz nach seiner Amtseinführung im Januar 2025 hat er eine sogenannte Executive Order unterzeichnet, also eine Verordnung. Und zwar heißt die dann Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology. Also hier, dass man die Führerschaft ausbauen möchte im digitalen Finanztechnologien. Und hier geht es dann eben auch um die Entwicklung und die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung in dieser Order, die halt hier in den USA untersagt werden soll. Also hat dann diesen Schritt begründet mit Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität, des Schutzes der Privatsphäre, also genau das Gegenteil, was ja in Europa ist, und der nationalen Souveränität. Und das waren die Hauptbegründungen, warum diese abgelehnt werden soll. Also diese Anordnung, die er gemacht hat, verbietet eben zugleich die Einrichtung, die Ausgabe, den Umlauf und die Verwendung einer digitalen US-Zentralbankwährung. Und er hat auch eine Arbeitsgruppe eingerichtet dafür, für eine mögliche Einrichtung und Pflege einer nationalen Kryptoreserve sowie eines Regulierungsrahmens auch für die Stablecoins. Also diese sind auch erwünscht. Und wir haben es jetzt auch gesehen, die staatliche strategische Kryptoreserve hat er jetzt am 6. März auch mittels einer weiteren Executive Order von Trump manifestiert. Die Arbeitsgruppe übrigens, die sich darum kümmern soll, um dieses Thema, das ist auch spannend zusammengesetzt. Sieht man, dass es auch eine sehr wichtige Sache ist. Also der US-Finanzminister ist mit dabei, der Generalstaatsanwalt, wo es natürlich auch um rechtliche Themen sehr stark geht. Dann der Vorsitzende der Wertpapieraufsichtsbehörde, der SEC, genauso auch der Vorsitzende der Aufsichtsbehörde für die Terminmärkte, von der CFTC, und dann noch Mitglieder von Trumps Kabinett und anderen Behördenleitern. Also es wird wirklich an oberster Stelle angesiedelt, das ganze Thema. Das ist also wirklich wichtige Sache. Und kann man hier sagen, also CBDCs, nein, regulierte Stablecoins, ja. Mhm. Und warum aber eigentlich? Was stört ihn so dran und warum will er keine digitalen Zentralbankwährungen letztendlich? Ja, das ist schon ein Thema, das lange schwelt in den USA. Er will im Prinzip die Macht des Gelddruckens und beispielsweise auch die Seignioragegewinne wieder an den Staat koppeln. Er sucht ja ganz stark nach Einsparmaßnahmen und nach Einnahmemöglichkeiten, also wie ein Unternehmer. Und die Seignioragegewinne, was ist das? Im Prinzip der Geldwert des neu geschaffenen Geldes minus die Produktionskosten. Also beispielsweise ganz einfach an einem 100-Dollar-Schein, der kostet vielleicht 20 Cent, ganz grob gesagt. Und dann habe ich einen Gewinn, wenn ich einen neuen 100-Dollar-Schein ausgebe, von 99,80 $, der eigentlich für mich als Gewinn vorhanden ist, wenn man so will. Und solche ähnlichen Teile möchte er einfach haben, also die Gewinne, die daraus entstehen aus der Geldschöpfung, weil die US-Notenbank Fed, die ist ja im Prinzip eine private Organisation. Das heißt also, hinter dem
US-Notenbanksystem stehen als Eigentümer private Banken. Das kann auch jeder ganz öffentlich nachlesen. Ja? Das ist kein Geheimnis, was hinter verschlossenen Türen ist, wird nur nicht ins Schaufenster gestellt, aber kann jeder nachlesen. Das heißt, der Dollar ist eigentlich privates Geld, der Euro eben öffentliches Geld. Und mit dem digitalen Dollar würden ganz viele Daten über die Nutzer zu den Finanzkonzernen damit wandern. Also die haben ein absolutes kommerzielles Interesse auch nochmal dran an diesen Daten von den Nutzern beim digitalen Dollar. Und damit würde ein weiterer Staat im Staat entstehen. Und der Staat braucht die Informationen über die Bürger ja selbst. Also wäre aktuell ein digitaler Dollar einfach wieder nur ein privates Geld dieser Banken. Das bringt dann Trump einfach nicht die Macht über das Geld und auch keinen direkten Gelddruckgewinne. Also verbietet es einfach erstmal, um auch wieder, ihr kennt es ja, oder du kennst es auch, er ist Dealmaker, er ist Verhandlungsführer. Er braucht einfach eine Verhandlungsmasse gegenüber dem Bankensystem in den USA, dass er selber daraus Gewinne schöpfen kann. Er braucht nämlich auch bei den Verhandlungen ein Gegengewicht, weil er selbst ist ja aufgrund seiner hohen Immobilienkredite sehr verwundbar gegenüber den US-Banken, die die US-Notenbank Fed steuern. Und vor knapp 60 Jahren gab es auch schon mal einen Präsidenten, der selber versucht hat, als Staat wieder Dollars in Umlauf zu bringen, sogenannte United States Note, 2 $ und 5 $ Noten hat er hergestellt und erstmal in Umlauf gebracht, auch mit einer Executive Order damals. Das war damals als silbergedeckte Währung, aber das Ganze war nur von sehr kurzer Dauer, von knapp nicht mal einem halben Jahr. Dann ist er zufällig sein Tod dazwischen gekommen. Es sollen ja auch ein paar Akten dazu freigegeben werden nochmal. Und zumindest hat man das dann noch so geehrt, dass er eine 50-Cent-Münze bekommen hat mit hohem Silbergehalt. Aber das ist durch Materialschwund dann auch entwertet worden. Die Scheine sind relativ schnell wieder aus dem Verkehr gezogen worden. Aber das war sicherlich nur eine zufällige Ereignisüberschneidung. Ja? Also nicht ganz ungefährlich, was Trump da vorhat, aber er ist ja gewohnt, haarige Verhandlungen zu führen und auch als Zielscheibe zu dienen. Ja, Stablecoins, hier vor allem Dingen die jetzt neu entstehenden Banken-Stablecoins, auch vielleicht nochmal mit dem Untertitel CBMTs, also Commercial Bank Money Tokens, also auch ganz wichtig für die kommenden Jahre. Und auch aufgrund der neuen Krypto-US-Bankenregierung, die viel freundlicher jetzt wird. Die sind übrigens außerhalb der europäischen Bankenregierung. Also das ganze Thema Basel II, Basel III über die BITS, das tut sich hier die USA nicht an. Die Fed ist auch nicht an die BITS angeschlossen, läuft also nur parallel dazu zur Bank für den Zahlungsausgleich. Das heißt also hier, die Stablecoins werden eine Marktmacht erhalten und auch das Bankensystem nochmal komplett verändern. Also hier gibt es viel mehr Möglichkeiten dann mit den transferierbaren Einlagen, die hier vorhanden sind. Außerdem gibt es zum digitalen Dollar viele Feinabstufungen. Das wissen auch viele gar nicht. Da würden wir vielleicht das auch als digitalen Dollar bezeichnen, aber per Definition ist es dann keine klassische CBDC. Es gibt zum Beispiel auch synthetische CBDCs, LCBDCs, die dann privat herausgegeben werden und dann Gelder bei der Zentralbank sind oder vom Staat herausgegeben werden und dann die Gelder über die Zentralbank verwaltet werden. Also gibt es echt viele Feinabstufungen und damit ist diese Order zwar erstmal ein netter Pflock, den er reingehauen hat, heißt aber nicht, dass es nicht über einen anderen Weg gemacht wird, über die Stablecoins dann, wo er auch vorhat. Ja, das alles bedeutet ja letztendlich und auch vielleicht einfach nochmal, deswegen diskutieren wir das auch, weil das auf unser aller Leben ja wirklich Einfluss haben wird, was die ganze Finanzwelt, die Zusammenhänge, wie wir investieren, wo die Zukunftsmärkte sind, wo weniger sich das alles verändert. Und es auch in der Hinweis nochmal heute, wo dieses Video erscheint, sind wir auch nochmal live zu diesem Thema. Wir werden am Dienstag auch live mit tollem, begeisterten Feedback. Also seid da gerne heute noch einmal live mit dabei. Letzte Chance und einfach Sie wirklich darüber zu informieren. Ich hätte jetzt auch nochmal die Frage an dich, Jürgen, und zwar, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen und eigentlich sah es ja für den US-Dollar ja nicht so gut aus. Es ging ja eher abwärts. So, jetzt, also dreht deiner Ansicht nach Trump das jetzt komplett in die andere Richtung und das ist also wirklich eine Trendwende für den US-Dollar als Weltleitwährung, was es aktuell ja noch ist und die USA möchte ja auch alles dran halten, dass das so bleibt. Also wie schätzt du das ein? Also er möchte jetzt zum Beispiel auch mit den Stablecoins sogar den US-Dollar weiter festigen, weil ja die Stablecoins international sehr gut gehandelt werden und damit kann er den US-Dollar auch überall gut verbreiten weltweit und damit gegebenenfalls nochmal die Dollar-Dominanz etwas hinauszögern. Also das ist momentan der Plan, um den Dollar weltweit zu stärken, nimmt er lieber die Stablecoins plus die Stablecoins sind eine interessante Refinanzierungsquelle für den US-Haushalt. Beispielsweise ja
der größte Stablecoin US-Dollar Tether hält US-Staatsanleihen in einem Volumen, wo er mittlerweile schon in den Top 20 Gläubigern ist, der USA. Und die brauchen ja bloß hochrechnen, wenn man das ganze System weiter hochfährt mit den Stablecoins, dann wird automatisch, da fragt ja keiner danach, sozusagen, dass man hier in den US-Staatsanleihen investiert ist. Das heißt, es können immer mehr Beträge dadurch automatisch in US-Staatsanleihen investiert werden, was derzeit ja gegebenenfalls mit den Dollars, die auf normalen Einlagekonten sind, dann eben nicht gemacht werden. Aber wenn die in Stablecoins gehalten werden, dann werden die automatisch in so einem großen Teil auch in den US-Staatsanleihen investiert. Das heißt also, hier kann er die Verbreitung des Dollars fördern, plus auch gleichzeitig noch die Verbreitung der US-Staatsanleihen fördern oder einen Abnehmer haben, einen automatischen. Und der Dollar zu stärken ist natürlich auch nochmal wichtig. Und das haben wir ja in einem anderen Video beleuchtet, dass damit der Dollar erstmal ja nochmal teurer, mit dem teuren Dollar kann man günstig international sich Firmen zusammenkaufen, Patente und Know-how. Und das will er sicherlich auch nutzen. Man muss allerdings auch sagen, er ist ein republikanischer Präsident und dort war es meistens so, dass am Anfang der Dollar zugelegt hat in den Amtszeiten und sich dann im Laufe der Amtszeit immer abgeschwächt hat. Und weil am Anfang einiges eingekauft wurde und dann später mit billigen Dollars zurückgezahlt werden wird. Und das wird wahrscheinlich auch bei ihm die Taktik sein. Also erstmal auf starken Dollarmacker machen und dann später das Ganze wieder abwerten lassen. Ja, wunderbar. Schauen wir uns mal an, welche Auswirkungen das auch für uns, Europa und Deutschland hat. Also kommen wir erstmal zum digitalen Euro. Ist der jetzt gestoppt? Also wie reagiert jetzt die EU bzw. die Eurozone drauf? Ja, die EZB hat sehr schnell klar gemacht danach, dass es normal weitergeht mit dem digitalen Euro. Der Piero Cipollone, der ist hier federführend als im Direktorium auch von der EZB. Der hat also die entscheidende Rolle auch hier vom digitalen Euro bei der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Europas im digitalen Finanz- und Zahlungsbereich betont. Also er möchte dann die Abhängigkeit, die wir momentan haben, von internationalen Zahlungsanbietern wie Mastercard, Visa, PayPal etc., dass wir davon wegkommen, weil es könnte sich eben langfristig als kostspielig erweisen, wie er es genannt hat. Also zum Beispiel mehr als 2/3 von Kartentransaktionen im Euroraum wurden eben über diese internationalen Zahlungssysteme der USA abgewickelt. Und ja, die meisten europäischen Länder, die meisten Euro-Länder verlassen sich sogar auf diese Zahlungssysteme, weil ihre eigenen nationalen Zahlungssysteme und auch in Europa bisher nicht effizient genug sind. Und vielleicht kurz als Anmerkung, weil wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, weil ja, wie wir ja sehen können, Europa, die EU und USA sind sie ja nicht mehr so grün, nachdem sie ja jahrzehntelang die engsten Partner gewesen sind. Und jetzt geht es ja in genau unterschiedliche Richtungen. Also auch alles, was der EU, glaube ich, nicht so gefallen wird da draußen. Ja. Ganz genau, richtig. Und er hat eben auch noch gesagt, wir müssen jetzt die Chance nutzen mit dem digitalen Euro, sonst laufen wir Gefahr, auch unsere Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit oder auch die strategische Autonomie hier zu schwächen. Also die EZB, die baut eben die Entwicklung des Zahlungssystems erstmal schon für die Wholesale CBDC sehr stark aus. Das heißt, für die Finanzinstitutionen, da gibt es schon sehr viel. Werden auch Anleihen schon damit abgewickelt für die ganzen Zahlungen. Und ja genau, also hauptsächlich eben Transaktionen für die Finanzinstitutionen. Und das ist auch nochmal am 20. Februar jetzt erst bekannt gegeben worden, dass man das Ganze eben weiterverfolgt. Insgesamt kann man sagen, seit 2020 wird es schon in unterschiedlichsten Funktionen erprobt. Also wir sind schon sehr, sehr weit, also genauso auch für die Privatnutzer das Ganze und auch die grenzschreitende Abwicklung dafür. So, warum soll es auch vor allem gemacht werden, der digitale Euro weiterhin? Eine ganz spannende Aussage auch nochmal von der Seite Cipollone, nämlich zum Schutz der Banken in der EU. Also digitale Euro dient dem Schutz der Banken in der EU, weil sonst Geschäft an andere Anbieter wandert, wie zum Beispiel Stablecoin-Anbieter. Und wir sehen ja, die USA möchte diesen Stablecoin-Weg gehen, die EU eben nicht. Und das ist ein ganz anderer Wirtschaftsansatz, den wir einfach haben zwischen diesen beiden Wirtschaftsräumen. Die USA ist jetzt eben mehr für die Freiwirtschaft, wo hier Privatanbieter etwas übernehmen als Funktion. Die EU ist eine Planwirtschaft. Und damit ist eben die CBDC, also ein digitaler Euro, auch ein ideales Instrument für die EU-Planwirtschaft und die Kontrolle darüber. Also was eben für die Planwirtschaft sehr wichtig ist, weil da muss ich ja die Narrative beherrschen. Und außerdem streiten sich, muss man sagen, die EZB und die Mitgliedstaaten aber noch über die jeweiligen Kompetenzen. Ja, so will die EZB möchte sich bei technischen und der strukturellen Ausgestaltung
vom digitalen Euro nicht reinreden lassen. Aber etliche Mitgliedstaaten, die wollen das nicht akzeptieren, weil sie die Sorge haben, dass dann die EZB auf diese Weise dann Fakten schafft und die Regierungen das Ergebnis vielleicht nur noch abnicken können. Und die Regierungen wollen ja auch Kontrolle haben. Auch bei der Obergrenze vom Halten des digitalen Euros gibt es Kompetenzstreit. Da ist also ja sowieso beabsichtigt, eine Obergrenze einzuziehen, auch wieder zum Schutz der Banken. Ja? Also damit die Bürger und die Unternehmen nicht so viel Geld auf einmal aus dem Privatbankensektor abziehen können. Also es kann uns auch in anderen Fällen mal drohen, dass hier Beschränkungen kommen. Wir haben es schon mit dem Thema Bargeldobergrenzen. Die EZB will eben auch alleine darüber entscheiden, die Regierungen wollen aber hier mitreden. Besonders pikant ist hier der Streit um den Schutz der finanziellen Privatsphäre. Ja? Also da ist wirklich spannend. Auf der einen Seite stehen einige Regierungen, die ihre Bürger besonders eng überwachen wollen. Auf der anderen Seite die EZB und ein paar weitere Regierungen. Die letzte Gruppe will sicherstellen, eben, dass persönliche Daten aus Transaktionen in digitalen Euro für die EZB und die nationalen Zentralbanken nicht nachvollziehbar sind. Und ja, die erste Gruppe, die will Zugang zu den Daten haben, mit dem Argument der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung, kennt man ja diese typischen Themen, die dann immer auf die Palette gebracht werden. Und die EZB, die versichert der Öffentlichkeit auch seit einiger Zeit, dass sie keinen Zugang zu den persönlichen Daten haben wird, dass sie das tatsächlich sicherstellen kann. Das ist aber ziemlich fraglich, weil wenn wir auch die Ausgestaltung uns ansehen, die technischen Spezifikationen, die auch schon veröffentlicht wurden von Seiten des Bundesamts für Technologien der Informationsverarbeitung, dabei heißt sie, mal nachschauen, da haben die schon technische Spezifikationen für den digitalen Euro veröffentlicht und dort schaut es schon sehr danach aus, dass diese persönlichen Daten schon erhoben werden. Ja? Also es geht beim digitalen Euro um Schutz bzw. Stabilität der möglicherweise instabilen EU-Banken und der Datenkontrolle für die EU-Planwirtschaft. Also das kristallisiert sich immer mehr heraus. Und das, was wir jetzt immer aktuell mitgeteilt bekommen, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Im Hintergrund ist das Ganze schon viel, viel weiter und zur Not auch einsatzfähig. Hier auch nochmal der Hinweis drauf auf die 2026 verpflichtende EU-ID-Wallet, die dann auch mit digitalem Geld ausgestattet werden kann. Also es ist ja bis Ende 2026 muss in jedem EU-Land diese ID-Wallet zur Verfügung gestellt werden. Wir bekommen ja als Bürger nochmal eine eigene EU-ID, jeder von uns zugeteilt. Und das Ganze wird eben über ein Wallet verwaltet. Da ist auch Führerschein mit drin, beispielsweise Ausweisdaten, Zeugnisse gegebenenfalls. Also viele persönliche Teile kommen damit rein und anderem eben auch ausgestattet für digitales Geld, was dann reingebucht werden kann. Und man muss auch sagen, ein digitaler Euro, das wird ein wichtiger Baustein sein bei der Umgestaltung der EU, was wir auch letzte Woche schon gesprochen haben, und damit auch des Euros, der muss ja auch mit umgebaut werden, weil das ganze Systematik beim Umbau der EU, da muss natürlich das Ganze auch an die veränderten politischen Verhältnisse angepasst werden. Und dafür brauchen wir den digitalen Euro auch. Und wir werden aufgrund auch der Veränderungen in den USA auf alle Fälle starke Transformationen an den Finanzmärkten bekommen in den nächsten Jahren. Also die Weltfinanzordnung ändert sich dramatisch. Die EU geht aber ihren Weg momentan weiter. Ja, wir sehen wirklich massive Veränderungen aktuell. Abschließend einfach nochmal so kurz deine persönliche Meinung. Wie sattelfest ist die EU denn hier wirklich? Man merkt schon, es macht sich einfacher, die neue Situation mit den USA. Dann auch mit allen Wahlen läuft es halt ab und zu nicht so wie gewünscht, wie wir es in Rumänien gesehen haben. Dann annulliert man halt einfach die Wahl. Das kann man vielleicht nur irgendwie machen und vielleicht auch einmal damit durchkommen, aber im zweiten oder dritten Mal, wir werden sehen, was hier passieren wird. Also wie sattelfest siehst du die EU, dass sie mit all diesen Maßnahmen und ja diesen EU-Superkontrollstaat, dass die da durchkommen? Also in der momentanen Ausgestaltung der EU werden sie es nicht schaffen, weil einfach einige Länder nicht mitziehen. Also man versucht ja derzeit auch entsprechende Protestaktionen zu unterstützen in diesen jeweiligen Ländern, um vielleicht doch noch die jeweiligen Staatsführer zu bewegen, dass sie erstens vielleicht doch zustimmen den EU-Plänen oder gegebenenfalls abgesetzt werden. Aber in der aktuellen Form können diese Pläne, die dort sind, der EU, nicht komplett durchgezogen werden, sondern nur mit einer angepassten EU, von einer verkleinerten EU, muss man davon dann ausgehen. Also die EU ist auf die Transformation nicht ausgerichtet derzeit. Aber das wird natürlich große Konsequenzen haben. Also
Wir leben in einer großen Zeit der Transformation. Es gibt viele Veränderungen, auch gerade in den USA, in Europa, auch an den Finanzmärkten in den nächsten Jahren. Die Weltfinanzordnung ändert sich dramatisch. Wir sind heute noch einmal live zu diesen Umwälzungen an den Finanzmärkten. Also da hast du nochmal die letzte Chance mit dabei zu sein. Heute um 19 Uhr und kannst dann auch live an Jürgen hier all deine Fragen stellen. Link ist neben dem Video. Jürgen, sehr spannendes Interview. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auch auf deine weiteren Updates und ja, wir unsere Leute und Community auch weiterhin informieren und danke auch für dein Know-how. Gerne. Viel Spaß und bis bald.